Jedes Jahr vom 16. bis 22. September findet in über 3000 Kommunen die Europäische Mobilitätswoche statt. Die Kampagne der Europäischen Kommission bietet Kommunen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in Verkehrsversuchen und Reallaboren die Mobilitätswende zu erproben. Innenstadtparkplätze können temporär wegfallen, um Platz für neue Angebote zu schaffen. Das zentrale Element ist, was wir jetzt haben, sind die Stadtterrassen. Die bieten einfach Raum für Aufenthalt, zum Verschnaufen auch, einfach Sitzflächen und auch Grünelemente. Es ist viel angenehmer, sich einfach in dieser Straße aufzuhalten, und das ist Kern des Projektes auch gewesen. Das wird in der Folge dann zur Diskussion führen, wie man vielleicht grundsätzlich in Brühl mit Stadtraum umgeht und natürlich auch, ob man diesen Parkplatz potenziell auch umnutzen wird, sodass diese Kölnstraße, in der wir uns befinden, einfach eine höhere Aufenthaltsqualität dauerhaft hat. Auch in Wohnquartieren ist die Europäische Mobilitätswoche zu Hause und zeigt, welches Potenzial zwischen den Häusern schlummert. Wir wissen ganz genau, dass wir viel zu viele parkende Kraftfahrzeuge im Straßenraum haben. Und es geht darum, dass die Menschen sich den tatsächlich wieder zurückerobern. Das ist natürlich mit Aktionen jederzeit möglich. Aber wenn es so einen Ankerpunkt gibt, wie die Europäische Mobilitätswoche, wo wir anknüpfen können, wo das auch bei den Leuten schon ein bisschen mehr in den Köpfen ist, ach, da ist doch etwas, dann kann man das natürlich noch viel besser hier umsetzen. Grüß dich. Mit dem heutigen Tag schaffen wir letztendlich sichtbar, wie man Mobilität auch neu denken kann, wie man öffentlichen Raum anders denken kann und wie man mehr Lebensqualität für die Bewohner von auch alten Stadtvierteln schaffen kann. In großen Städten ist Verkehrspolitik, Mobilität einfach ein extrem umstrittenes Thema. Die Fronten sind oft ziemlich verhärtet und wir versuchen eben über ein schrittweises Vorgehen alle mitzunehmen und irgendwie auch zu zeigen, hier, dass das, was jetzt hier gemacht wird, das zerstört keinen Lebensstil, das öffnet eher einfach neue Möglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer. Am Ende geht es darum, dass man Orte findet, dass man Orte schafft, wo man sich wieder trifft. Lebenswerte Städte von morgen schon heute erleben zu können, dafür steht die Europäische Mobilitätswoche. Helfen können dabei auch digitale Werkzeuge. Zukunftsbilder haben wir auf den 4 Standorten, auf dem Westwall, Ostwall, Südwall und Nordwall. Da hat man die Gelegenheit, in die Zukunft zu blicken. Und zwar zeigen wir da virtuell einen Raum, wie zukünftig dieser Raum gestaltet werden könnte. Das ist noch keine fertige Planung. Es soll aber Lust machen auf Veränderung, und man kann wirklich dann gucken, wie ist denn jetzt hier die Struktur auf dem Boden, wo ist der Übergang, wie sieht das hier genau vor Ort aus. Das ist möglich mit AR, und wir erhoffen uns daraus, dass die Leute einfach die Begeisterung, dass sie ansteckt, wie dieser Raum zukünftig aussehen könnte. Wir wollen Begeisterung wecken. Die Europäische Mobilitätswoche ist keine Einbahnstraße. Sie schafft einen Rahmen, in dem Kommunen gemeinsam mit Akteuren vor Ort die Chancen der Mobilitätswende sichtbar machen können. Und davon profitieren auch die Jüngsten. Uns ist Beteiligung ganz wichtig, deswegen stellen wir zunächst eine ganz einfache Frage. Wo wollt ihr spielen? Wir haben hier die Möglichkeit, den Straßenraum, den öffentlichen Raum gemeinsam anders zu erleben, und wir haben die Möglichkeit, den Straßenraum gemeinsam zu gestalten. Und für mich ist das der Schlüssel, denn wir sehen oder verstehen Bürgerinnen und Bürger als Expertin des eigenen Stadtteils. Sie kennen ihren Stadtteil am besten, und über dieses Erleben hoffen wir natürlich anzuregen, sich mit der eigenen Mobilität auseinanderzusetzen. Ob mit Augmented Reality oder einem Päckchen Straßenmalkreide. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, das Potenzial des öffentlichen Raums sichtbar werden zu lassen. Reallabore, Stadtexperimente und Verkehrsversuche zeigen nicht nur auf, was möglich ist, sondern vor allem, dass es möglich ist, den Straßenraum lebenswerter zu gestalten. Für ein gutes Leben mit Begegnungen, sauberer Luft und Vogelgezwitscher.